So, und jetzt machen wir unseren Sauer. Das ist jetzt der alte Sauer vom letzten Mal, wo ich ein Stück genommen habe, Mehl dazu getan habe. Der war jetzt im Kühlschrank, deswegen ist er eigentlich noch ziemlich so, wie er vor 3 Tagen war. Das heißt, da hat sich jetzt nicht viel getan. Im Kühlschrank bleibt das relativ lang erhalten, aber spätestens nach 5 Tagen, einer Woche, wenn man es im Kühlschrank hält, sollte man einmal ein bisschen Mehl dazugeben und dann umrühren. Sonst kann es passieren, dass er schimmelt und dann ist er beim Teufel. So, jetzt werden wir aus unserem Ansatzsauer den Sauer für unser Brot machen. Und geben es in unseren Topf rein. Gut ist auch, wenn das Wasser etwas wärmer ist, weil die Bakterien oder die Hefezellen, Wildhefezellen ist im Sauerteig drinnen sein. Die leben Temperaturen eher im Bereich von 26, 27 Grad. Das heißt, wenn ich jetzt ein richtiger kaltes Wasser aus der Wasserleitung nehme mit 15, 16, 17 Grad, dann braucht es relativ lang, bis sich es wieder erwärmt und dementsprechend länger dauert, bis der Sauer dann aufgeht. So, und da sind jetzt an und für sich noch genug Hefezellen drinnen, dass ich eigentlich schon wieder den nächsten Sauer einfach nur mit dem Überbleibsel von da drinnen ansetze. Mische das wieder um und wenn ich in 1, 2, 3 Tagen das Ganze wieder zu einem frischen Brot machen will, lasse es herausstehen. Ansonsten lasse es mir kurz herausstehen und stelle es dann wieder in den Kühlschrank. Hat so viel, dass ich da drinnen der Sauerteig wieder ein bisschen vermehren kann. Dann wichtig ist immer mit einem feuchten Tuch oder so abdecken, damit oben die Schicht nicht trocknet. So, zurück zu unserem eigentlichen Sauer. Da gebe ich jetzt circa einen halben Liter Wasser hinein. Rühre das ein bisschen um, damit das schön gleichmäßig verteilt ist. Und dann kommt ungefähr die Hälfte von dem Mehl, das ihr insgesamt fürs Brot verwenden wollt, das kommt da dann rein. Schön vermischen, damit die Zellen gut durchgemischt sind in diesem Teig. Man sieht, da ist noch relativ viel Flüssigkeit drinnen. Das heißt, beim zweiten Teil brauche ich dann so gut wie keine Flüssigkeit mehr fürs restliche Brot. Nur mehr ganz wenig. So, das war es jetzt an und für sich schon. Normalerweise deckt man das jetzt mit einem feuchten Tuch zu. Ich habe die Masse jetzt ziemlich feucht gemacht. Ich werde sie offen lassen, damit wir das Zeitraffer mit aufnehmen können, um zu sehen, was jetzt passiert. Jetzt sehen wir uns die Zeitrafferaufnahme von den nächsten 6 Stunden an. Es hat in meiner Wohnung aktuell warme 25 Grad. In den ersten 1, 2 Stunden passiert nicht viel, aber dann sieht man deutlich, wie der Teig wunderschön aufgeht. Wenn man einen nicht so aktiven Ansatz verwendet oder den Vorteig kühler stellt, kann dieser Vorgang schon einmal 12 Stunden oder länger dauern. Und jetzt ist der Vorteig, der meist Sauer genannt wird, bereit für den nächsten Schritt. Wie es dann weitergeht, erkläre ich im 3. Teil dieser Brotback-Serie. Viel Spaß! And spirits high will chase away the weekday sigh.